Stell dir vor, du wächst in einem Zuhause auf, in dem du zwar physisch versorgt wirst, aber innerlich das Gefühl hast, nicht wirklich zu existieren. Deine Wünsche, deine Gedanken und deine Gefühle werden kaum wahrgenommen. Stattdessen scheinen sie nur dann eine Rolle zu spielen, wenn sie in das Bild passen, das deine Mutter von sich selbst erschaffen hat. Für viele klingt das wie eine Übertreibung, doch wer mit einer narzisstischen Mutter aufgewachsen ist, weiß, wie real und schmerzhaft dieses Muster sein kann. Heute sprechen wir über 8 eindeutige Anzeichen dafür, dass deine Mutter narzisstisch ist und vor allem darüber, wie du dich davor schützen kannst. Bleib unbedingt bis zum letzten Punkt dran, denn er ist oft der Schlüssel, um zu verstehen, warum so viele Verletzungen aus der Kindheit bis heute nachwirken. Narzissmus ist weit mehr als Eitelkeit oder ein starkes Bedürfnis, im Mittelpunkt zu stehen. Es ist eine tief verankerte Art, die Welt zu sehen und andere Menschen darin nur als Werkzeuge wahrzunehmen, um die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Für ein Kind bedeutet das, dass es nie wirklich um seiner selbst willen geliebt oder gesehen wird. Alles, was es tut, alles, was es ist, wird daran gemessen, ob es der Mutter nützt. Das erste Anzeichen: Sie sieht dich als Verlängerung ihrer selbst. In ihrer Welt bist du nicht eine eigenständige Person mit eigenen Zielen, Interessen und Grenzen. Du bist ein Projekt, ein Teil ihres Selbstbildes, das sie gestalten und formen kann. Vielleicht sollte dein sportlicher Erfolg etwas ausgleichen, das sie selbst nicht erreicht hat. Vielleicht musstest du Hobbys oder sogar eine Karriere verfolgen, die sie sich für sich selbst gewünscht hätte. Entscheidungen, die dich betreffen, werden nicht gemeinsam besprochen. Sie fragt nicht, ob dir etwas gefällt oder ob du dich wohlfühlst. Stattdessen erwartet sie, dass du ihre Vorstellungen erfüllst. Das kann dazu führen, dass du jahrelang einen Weg gehst, der gar nicht deiner ist, und erst viel später merkst, wie sehr du dich selbst dabei verloren hast. Das zweite Anzeichen: Sie kritisiert dich ständig, kann selbst aber keine Kritik annehmen. Auf den ersten Blick wirkt sie vielleicht selbstbewusst, charmant oder sogar unantastbar. Doch unter dieser Fassade steckt ein fragiles Selbstwertgefühl. Um sich selbst stabil zu halten, sucht sie beständig nach Fehlern bei anderen, und du als Kind bist ein leichtes Ziel. Sie kommentiert dein Aussehen, deine Entscheidungen, deine Leistung. Nichts scheint gut genug zu sein, selbst wenn du dich anstrengst, ihre Erwartungen zu erfüllen. Aber wehe, du wagst es, sie auf ihr Verhalten anzusprechen oder eine Grenze zu setzen. Schon eine kleine Bemerkung kann Wut oder verletzte Empfindlichkeit auslösen. In solchen Momenten fällt die Fassade und an ihre Stelle tritt blanke Abwehr. Kritik an ihr ist nicht erlaubt, selbst wenn sie berechtigt wäre. Das dritte Anzeichen: Sie teilt persönliche Informationen über dich, ohne dich zu fragen. Vielleicht erinnert sich deine Mutter noch an ein peinliches Erlebnis aus deiner Kindheit und erzählt es vor Verwandten oder Freunden, als wäre es eine lustige Anekdote. Doch für dich ist es beschämend. Oder sie spricht vor anderen über deine erste Beziehung, gesundheitliche Themen oder intime Details, die du ihr anvertraut hast. Was für sie ein Gesprächsthema ist, das ihr Aufmerksamkeit verschafft oder sie in einem guten Licht erscheinen lässt, kann für dich ein tiefer Vertrauensbruch sein. In solchen Momenten geht es nicht um deine Privatsphäre oder dein Wohlbefinden. Es geht darum, wie sie das Gespräch nutzen kann, um sich selbst zu präsentieren, selbst wenn es bedeutet, deine Grenzen zu übertreten. Und genau diese Missachtung deiner Privatsphäre ist mehr als nur eine Unachtsamkeit. Es ist ein klares Zeichen dafür, dass deine Gefühle und Bedürfnisse zweitrangig sind, dass sie deine Geschichte als ihre Bühne benutzt. Wir sprechen jetzt über ein Muster, das besonders giftig ist, weil es auf den ersten Blick wie Fürsorge wirken kann, in Wahrheit aber emotionale Abhängigkeit schafft. Das vierte Anzeichen: Sie hält dir grundlegende elterliche Aufgaben immer wieder vor. Sätze wie: Weißt du eigentlich, was ich alles für dich aufgegeben habe? Oder Denk an all die Nächte, in denen ich wegen dir wach war, klingen vielleicht wie Erinnerungen, sind in Wahrheit aber eine Form von emotionaler Erpressung. Dinge wie dich zu füttern, zu versorgen oder dich ins Bett zu bringen, werden plötzlich zu einer Art Währung, mit der sie lebenslange Dankbarkeit einfordert. Das Problem daran: Diese Aufgaben gehören zum Elternsein. Sie hat sich entschieden, dich in die Welt zu setzen.
und diese Entscheidung bringt Verantwortung mit sich. Wenn Fürsorge jedoch immer mit Schuldgefühlen verknüpft wird, entsteht kein gesundes Verhältnis zwischen Eltern und Kind. Stattdessen lernst du, dass Liebe an Bedingungen geknüpft ist. Das 5. Anzeichen: Sie respektiert deine Grenzen nicht. Vielleicht hast du klar gesagt, dass du ein bestimmtes Thema nicht besprechen möchtest. Oder du hast darum gebeten, nicht einfach unangekündigt vorbeizukommen. Für eine narzisstische Mutter sind solche Bitten oft wie Herausforderungen, die es zu überwinden gilt. Sie testet immer wieder, ob du standhaft bleibst. Und wenn du versuchst, deine Grenze zu halten, kann sie mit Vorwürfen, Scham oder passiver Aggression reagieren. Wie kannst du so etwas deiner eigenen Mutter antun? Oder du bist so undankbar. Das Ignorieren von Grenzen ist kein Missverständnis. Es ist eine Machtprobe. Jedes Mal, wenn sie es schafft, dich doch wieder in ein Gespräch, ein Treffen oder ein Thema zu ziehen, das du eigentlich vermeiden wolltest, bestätigt sie für sich selbst, dass sie die Kontrolle behält. Gleich kommen wir zu einem der manipulativeren Werkzeuge, das besonders tief sitzt, weil es nicht nur an deinem Selbstwert, sondern auch an deiner Wahrnehmung zweifelt. Das 6. Anzeichen: Sie verdreht deine Erinnerungen, um dich zu verunsichern, auch bekannt als Gaslighting. Das passiert vor allem, wenn du sie auf verletzendes Verhalten ansprichst. Du erklärst, warum dich eine bestimmte Bemerkung oder Handlung verletzt hat, und anstatt zuzuhören oder Verantwortung zu übernehmen, stellt sie deine Wahrnehmung in Frage. Sie sagt Dinge wie: So war das doch gar nicht. Oder du übertreibst total. Manchmal dreht sie die Situation so um, dass plötzlich du die Schuldige bist. Auf diese Weise bringt sie dich dazu, an deinem eigenen Gedächtnis und deiner eigenen Realität zu zweifeln. Und je öfter das passiert, desto mehr verlierst du das Vertrauen in deine eigene Wahrnehmung. Das 7. Anzeichen: Sie steht mit dir in einem ständigen Wettbewerb. Für eine narzisstische Mutter ist es schwer zu ertragen, wenn ihre Tochter oder ihr Sohn in irgendeinem Bereich erfolgreicher, beliebter oder glücklicher wirkt als sie selbst. Das kann sich in kleinen Sticheleien zeigen oder in gezielten Versuchen, dich herunterzuziehen. Vielleicht kritisiert sie dein Aussehen, wenn du Komplimente bekommst. Oder sie versucht, deinen Freundeskreis zu erobern, flirtet mit Partnern oder stellt sich selbst als die interessantere Person dar. Manchmal geht es ihr darum, äußerlich besser dazustehen, mit teureren Kleidern, einem prestigeträchtigeren Job oder scheinbar makellosem Auftreten. Es geht nicht um Freude über deinen Erfolg, sondern darum, selbst immer über dir zu stehen. Und jetzt folgt das letzte Anzeichen, und wir sprechen darüber, warum es so viele der vorherigen Punkte zusammenführt. Das 8. Anzeichen: Sie ist immer das Opfer. Egal, was passiert ist. Egal, wie klar ihr Anteil an einem Konflikt auch sein mag. In ihrer Version der Geschichte ist sie diejenige, der Unrecht getan wurde. Wenn du sie auf Verletzungen ansprichst, reagiert sie mit Selbstmitleid oder Vorwürfen. Sie dreht die Situation so, dass du dich schuldig fühlst, selbst wenn du nur deine Grenzen verteidigt hast. Eine Entschuldigung wirst du kaum von ihr hören. Stattdessen bekommst du lange Erklärungen, warum sie eigentlich nichts falsch gemacht hat oder warum alles nur passiert ist, weil du sie provoziert hättest. Dieses Muster zieht sich oft wie ein roter Faden durch die Beziehung. Die Kombination aus fehlender Empathie, mangelnder Selbstreflexion und dem Drang, immer im Recht zu sein, sorgt dafür, dass du in ihrer Welt oft die Schuldige bist. Für Kinder solcher Mütter bedeutet das meist, dass sie schon früh lernen, sich anzupassen, zu beschwichtigen oder Verantwortung zu übernehmen, die gar nicht ihre ist. Doch genau hier beginnt der Weg zur Veränderung, zu erkennen, dass dieses Verhalten nicht normal und nicht gesund ist. Wenn du diese Anzeichen bei deiner Mutter wiedererkennst, ist das kein Zufall. Es sind typische Merkmale narzisstischer Dynamiken, und es gibt konkrete Wege, dich davon zu distanzieren, deine eigenen Grenzen zu setzen und den Einfluss dieser Muster auf dein Leben zu verringern. Nun sprechen wir über genau diese Schritte, damit du dich nicht mehr ständig klein machen musst, sondern beginnst, dir den Raum zurückzunehmen, den du verdienst. Heilung von den Folgen einer Kindheit. Mit einer narzisstischen Mutter beginnt immer mit einem entscheidenden Schritt: zu verstehen, dass du nicht für ihr Verhalten verantwortlich bist. Viele Menschen, die unter solchen Bedingungen aufgewachsen sind, tragen tief verwurzelte Schuldgefühle in sich.
Sie glauben, sie hätten etwas tun oder lassen müssen, um die Liebe und Anerkennung zu bekommen, die ihnen gefehlt hat. Die Wahrheit ist, du hast nichts falsch gemacht. Die Verantwortung für emotionale Vernachlässigung oder Missbrauch liegt immer bei der erwachsenen Person, niemals beim Kind. Der erste konkrete Schritt ist, klare Grenzen zu setzen. Grenzen bedeuten nicht, dass du versuchst, deine Mutter zu ändern. Sie bedeuten, dass du für dich entscheidest, wie viel Kontakt du haben willst, welche Gesprächsthemen tabu sind und wie du reagierst, wenn diese Grenzen überschritten werden. Eine Grenze ist nicht nur eine Bitte wie »Bitte sprich nicht so mit mir«. Eine Grenze zeigt sich in deinem Handeln. Wenn sie dich beschimpft, legst du auf. Wenn sie deine Privatsphäre verletzt, ziehst du dich zurück. Das ist der Unterschied zwischen einer ausgesprochenen Bitte und einer tatsächlichen Grenze. Es ist möglich, dass deine Mutter diese Grenzen nicht akzeptiert. Sie könnte wütend reagieren, dich beschuldigen oder versuchen, Schuldgefühle in dir zu wecken. Genau in diesen Momenten wird es wichtig, standhaft zu bleiben. Du bist nicht verpflichtet, auf wiederholte Anrufe zu reagieren oder Nachrichten sofort zu beantworten. Falls nötig, kannst du den Kontakt zeitweise stark einschränken oder sogar ganz unterbrechen, um dich zu schützen. Der zweite wichtige Schritt ist die Arbeit mit dem inneren Kind. Viele, die mit einer narzisstischen Mutter aufgewachsen sind, kennen ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse kaum. Sie haben gelernt, sich anzupassen, statt selbst zu entscheiden. Innere Kindarbeit hilft dir, diese Verbindung zu dir selbst wieder aufzubauen. Das kann bedeuten, dass du dir alte Fotos ansiehst, ein Tagebuch aus der Perspektive deines jüngeren Ichs führst oder bewusst Erinnerungen zulässt, um zu verstehen, wie es dir damals ging. Es geht nicht darum, dich in der Vergangenheit zu verlieren, sondern deinem jüngeren Ich heute die Fürsorge zu geben, die es damals gebraucht hätte. Parallel dazu lohnt es sich, deine aktuellen Beziehungsmuster zu betrachten. Oft wiederholen sich alte Dynamiken unbewusst. Man zieht Partner, Freunde oder Kollegen an, die ähnliche Verhaltensweisen zeigen wie die Mutter. Diese Muster zu erkennen, ist der Schlüssel, um sie zu durchbrechen. Das kann anfangs ungewohnt sein, weil sich gesunde Beziehungen vielleicht fremd anfühlen. Doch mit jedem kleinen Schritt wirst du merken, wie sich dein inneres Gleichgewicht verändert. Ein weiterer, oft schmerzhafter Teil des Heilungsprozesses ist das bewusste Trauern um die Mutter, die du nicht hattest. Es ist erlaubt, traurig zu sein, wütend oder enttäuscht. Viele Betroffene vergleichen sich mit Menschen, die liebevolle Eltern hatten und spüren Neid oder Bitterkeit. Diese Gefühle sind normal. Sie zeigen, dass du erkennst, was dir gefehlt hat. Indem du diese Trauer zulässt, kannst du anfangen, sie zu verarbeiten, statt sie zu verdrängen. Der letzte Punkt betrifft deine innere Stimme. Wenn du jahrelang Kritik, Schuldzuweisungen und Abwertung gehört hast, kann es passieren, dass diese Sätze zu deinem eigenen inneren Monolog werden. Deshalb ist es wichtig, diesen Dialog Schritt für Schritt zu verändern. Das muss nicht sofort positiv klingen. Es reicht, wenn es weniger hart wird. Statt »Ich mache immer alles falsch«, könntest du sagen, »Vielleicht bin ich nicht so unfähig, wie ich manchmal denke.« Solche kleinen Veränderungen bauen eine Brücke zu einem gesünderen Selbstbild. Mit der Zeit wird es dir leichter fallen, freundlich mit dir zu sprechen, und die alte Stimme verliert an Kraft. Am Ende geht es darum, die Macht zurückzuholen, die dir genommen wurde. Du bist nicht länger das Kind, das ausgeliefert ist. Du bist erwachsen, du kannst entscheiden, und du darfst dich schützen. Jede Grenze, jede bewusste Entscheidung für dich selbst ist ein Schritt in Richtung Freiheit und in Richtung eines Lebens, das nicht von der Vergangenheit bestimmt wird. Wenn du mit einer narzisstischen Mutter aufgewachsen bist, ist es wichtig zu wissen, Heilung ist möglich. Sie kommt nicht über Nacht und sie ist auch nicht geradlinig. Aber jeder Schritt, den du gehst, jede gesetzte Grenze, jedes bewusste Nein, jede Entscheidung für dich, stärkt dich. Du musst nicht darauf warten, dass sie sich ändert oder dir eine Entschuldigung gibt. Du darfst dir selbst die Anerkennung geben, die du als Kind gebraucht hättest. Vielleicht wird es Tage geben, an denen du zweifelst, an denen die alten Muster wieder hochkommen.
Das ist normal. Heilung bedeutet nicht, dass die Vergangenheit verschwindet. Sie bedeutet, dass die Vergangenheit dich nicht mehr kontrolliert, dass du heute die Wahl hast, wie du reagierst und dass du deine Energie in Menschen und Situationen investieren kannst, die dir gut tun. Es kann befreiend sein, sich bewusst zu machen. Du bist nicht verpflichtet, in einer Beziehung zu bleiben, die dich verletzt, selbst wenn es deine Mutter ist. Blut ist keine Garantie für Respekt und Familie bedeutet nicht automatisch Sicherheit. Echte Nähe entsteht dort, wo Achtung, Vertrauen und Empathie gelebt werden. Und genau deshalb ist es so wichtig, dich selbst nicht zu verlieren. Pflege deine Interessen, deine Freundschaften, deine Ziele. Stärke deine innere Stimme, damit sie lauter wird als jede Kritik von außen. Dein Wert hängt nicht von der Meinung deiner Mutter ab. Er ist in dir, unabhängig von ihr. Wenn du in dieser Situation bist, möchte ich dich ermutigen, weiterzumachen. Jeder kleine Fortschritt zählt. Und wenn du das Gefühl hast, dass dich dieses Video unterstützt hat, dann lass gerne ein Like da. Abonniere den Kanal, damit du keine weiteren psychologischen Analysen und Hilfestellungen verpasst, und schreib mir in die Kommentare, ob du dich in einigen Punkten wiedererkannt hast. Deine Erfahrung kann auch anderen helfen, die gerade in einer ähnlichen Situation sind.